Dialog 1. Heute zu Hause entspannen. Es ist so ein wunderschöner Tag draußen. Hast du Lust auf einen Spaziergang? Ich dachte eigentlich daran, heute einfach zu Hause zu entspannen. Wir waren in letzter Zeit so beschäftigt, es wäre schön, einfach mal abzuschalten. Das klingt nach einer guten Idee. Was willst du machen? Vielleicht könnten wir einfach hier draußen auf dem Balkon sitzen und ein bisschen lesen. Es ist so friedlich. Ja, das klingt nett. Und wir könnten Tee oder Kaffee kochen, um ihn beim Lesen zu genießen. Perfekt. Und später könnten wir uns einen Film ansehen oder so. Wir hatten schon so lange keinen faulen Tag mehr. Ich stimme zu. Lassen wir es einfach ruhig angehen und die Gesellschaft des anderen genießen. Klingt für mich nach einem Plan. Hast du von dem neuen Rezept für Bananenbrot gehört? Vielleicht könnten wir zusammen welche backen. Das klingt nach Spaß. Ich habe eine Weile nicht gebacken. Ja, und wir könnten es mit etwas Tee oder Kaffee genießen, während wir lesen. Tolle Idee. Lass uns anfangen. Hast du noch andere Rezepte, die du ausprobieren möchtest? Wir könnten einen ganzen Bäcktag daraus machen. Eigentlich wollte ich versuchen, hausgemachte Pizza zu machen. Wir könnten den Teig von Grund auf neu machen und ihn mit all unseren Lieblingsbelägen belegen. Klingt köstlich. Und wir könnten uns ein oder zwei Kochshows ansehen, um uns inspirieren zu lassen. Ja, das ist eine großartige Idee. Ich liebe es, Kochshows zu schauen. Und nachdem wir mit dem Backen und Kochen fertig sind, könnten wir ein Mini-Picknick im Wohnzimmer machen und all das Essen genießen, das wir zubereitet haben. Das ist eine wunderbare Idee. Es wäre wie ein Date, zu Hause zu bleiben. Genau. Und wir könnten den Abend mit ein paar Brettspielen oder einem Puzzle beenden. Ich liebe das. Es ist so lange her, dass wir so einen faulen Tag hatten. Ich weiß. Es ist schön, einfach langsamer zu werden und die Gesellschaft des anderen zu genießen. Dialog 2. Willkommen zurück aus Kanada. Hallo, John. Willkommen zurück. Wie war Kanada? Hallo, Anna. Es war unglaublich. Die Landschaft war atemberaubend und die Leute waren so freundlich. Das ist toll zu hören. Hast du irgendwas Lustiges gemacht? Ja, ich bin in den Bergen wandern gegangen, habe einige wunderschöne Seen gesehen und einige Museen besucht. Das klingt nach einer tollen Reise. Ich bin so neidisch. Danke, Anna. Es war definitiv eine meiner Lieblingsreisen. Hast du irgendwelche Souvenirs mitgebracht? Ja, ich habe eine Kleinigkeit für dich. Es ist in meinem Koffer. Oh, das hättest du nicht tun müssen. Was ist es? Es ist eine Ahornsirupflasche von einer lokalen Farm. Ich weiß, dass du Pfannkuchen liebst, also dachte ich, es könnte dir gefallen. John, das ist so nett von dir. Danke. Kein Problem, Anna. Ich freue mich, dass es dir gefällt. Also, möchtest du auf dem Rückweg etwas essen gehen? Ich kenne einen großartigen Ort, der tolle Burger serviert. Das klingt großartig. Ich bin am Verhungern. Perfekt. Lass uns gehen.
Dialog 3. Mit dem Bus zum großen See. Ich habe so viele gute Dinge über den großen See gehört. Ich kann es kaum erwarten, es selbst zu sehen. Ja, ich auch. Ich war schon immer gern in der Nähe des Wassers. Es ist so beruhigend. Ich weiß, was du meinst. Das ist einer der Gründe, warum ich es liebe, in Küstennähe zu leben. Bist du schon einmal im großen See schwimmen gegangen? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe gehört, dass das Wasser etwas kalt sein kann. Das stimmt, aber es ist immer noch erfrischend. Wir sollten auf jeden Fall schwimmen gehen, während wir dort sind. Vielleicht sollten wir ein paar Handtücher und Wechselkleidung mitbringen, nur für alle Fälle. Gute Idee. Wir können auch ein Picknick einpacken und am See zu Mittag essen. Das klingt perfekt. Was sollten wir mitbringen? Wie wäre es mit ein paar Sandwiches, Obst und Pommes? Und natürlich ein paar kalte Getränke. Lecker. Ich bringe ein paar Kekse zum Nachtisch mit. Klingt nach einem Plan. Und nach dem Mittagessen können wir ein paar Kajaks mieten und den See erkunden. Das klingt nach so viel Spaß. Ich bin noch nie Kajak gefahren. Keine Sorge, es ist einfach zu lernen. Und es ist eine großartige Möglichkeit, den See aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich kann es kaum erwarten. Und wo wir gerade davon sprechen, neue Dinge auszuprobieren, warst du schon einmal campen gegangen? Ja, ich habe ein paar Mal gezeltet. Es war schon immer eine lustige Erfahrung. Ich wollte es schon immer mal ausprobieren. Vielleicht können wir einen Campingausflug für den nächsten Sommer planen. Das ist eine tolle Idee. Wir können wandern gehen, ein Lagerfeuer machen und Marshmallows rösten. Ja. Und wir können nachts Sterne beobachten. In der Wildnis soll es fantastisch sein. Definitiv. Ich freue mich schon. Dialog 4. Sichtseeing am großen See. Dieser See ist so wunderschön. Es ist kaum zu glauben, dass es echt ist. Ich weiß, oder? Das Wasser ist so klar und die Berge in der Ferne sind atemberaubend. Ich bin so glücklich, das persönlich sehen zu können. Es ist wie ein wahr gewordener Traum. Ja, es ist definitiv ein einmaliges Erlebnis. Möchtest du eine Bootstour über den See machen? Das klingt nach einer großartigen Idee. Es wäre toll, den See aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich stimme zu. Und wir können auch mehr über die Geschichte und Geologie des Sees erfahren. Ich bin dabei. Und nach der Bootstour können wir eine Wanderung entlang der Küste machen. Das klingt nach einem großartigen Plan. Ich habe gehört, dass es einen Pfad gibt, der zu einem versteckten Wasserfall führt. Wow, das klingt unglaublich. Lass es uns machen. Hey, John, bist du schon einmal Klippenspringen gegangen? Ja, habe ich. Es ist ein bisschen gruselig, aber es macht auch viel Spaß. Ich wollte es schon immer mal ausprobieren. Glaubst du, wir könnten hier einen Ort dafür finden? Ich habe sogar gehört, dass es in der Nähe einen Ort gibt, an dem Leute Klippenspringen gehen. Wir können die Einheimischen nach dem Weg fragen. Lass es uns machen. Ich fühle mich heute abenteuerlustig. Ich mag deinen Geist, Anna.
Und wo wir gerade von Abenteuerlust sprechen, haben Sie schon einmal Parasailing ausprobiert? Nein, habe ich nicht. Aber es sieht nach so viel Spaß aus. Das ist es. Wir sollten es auf jeden Fall versuchen, bevor wir gehen. Ich bin am Boden. Lass es uns geschehen lassen. Dialog 5. Auswahl der zu bestellenden Torte. So viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht, welchen ich wählen soll. Ja, sie sehen alle so köstlich aus. Hast du einen Lieblingsgeschmack? Ich liebe Schokoladenkuchen, aber ich mag auch fruchtige Aromen wie Erdbeere und Himbeere. Hast du ihren Schokoladenhimbeerkuchen probiert? Es ist unglaublich. Nein, habe ich nicht. Das klingt perfekt. Und was ist mit dir, John? Was ist dein Lieblingsgeschmack? Ich bin ein großer Fan von Karottenkuchen. Aber ich mag auch Kuchen mit viel Zuckerguss, wie ihren Red Velvet Cake. Oh, ich liebe Red Velvet auch. Vielleicht sollten wir beide nehmen und teilen. Klingt nach einem Plan. Und wir können auch ein paar Cupcakes besorgen, um verschiedene Geschmacksrichtungen auszuprobieren. Ja, holen wir uns etwas Schokolade, Vanille und vielleicht ein paar Zitronencupcakes. Tolle Idee. Und wir können auch ein paar Kekse für später besorgen. Mir gefällt, wie du denkst, John. Holen wir uns ein paar Schokoladen und Haferflocken-Rosinenkekse. Perfekt. Und vielleicht sollten wir uns zu unseren Leckereien auch einen Kaffee holen. Definitiv. Ich habe gehört, dass sie einen neuen Latte-Geschmack haben, der unglaublich sein soll. Klingt gut für mich. Besorgen wir uns unsere Bestellung und suchen uns einen Tisch, an dem wir unsere Leckereien genießen können. Dialog 6. Schuldgefühle, zu viel Fastfood gegessen zu haben. Dieser Burger ist so gut, aber ich fühle mich schuldig, weil ich ihn gegessen habe. Ich muss wirklich anfangen, gesünder zu essen. Hier auch. Ich weiß, dass Fastfood nicht gut für uns ist, aber es ist einfach so praktisch. Ich weiß, oder? Aber wir müssen anfangen, bessere Entscheidungen für unsere Gesundheit zu treffen. Vielleicht können wir damit beginnen, die Häufigkeit, mit der wir Fastfood essen, zu reduzieren. Das ist eine gute Idee. Wir können damit beginnen, mehr Mahlzeiten zu Hause zu kochen und unser eigenes Mittagessen zur Arbeit mitzubringen. Und wir können auch gesündere Optionen wählen, wenn wir auswärts essen, wie Salate anstelle von Burgern und Pommes. Ja, und wir können auch gegrilltes Hähnchen anstelle von gebratenem und Wasser statt Limonade wählen. Und wir können auch versuchen, unsere Portionen zu begrenzen. Fastfood-Restaurants geben uns immer viel mehr Essen, als wir brauchen. Das stimmt. Und wir sollten auch versuchen, körperlich aktiver zu sein. Vielleicht können wir nach der Arbeit spazieren gehen oder eine Radtour machen. Die Idee gefällt mir. Und wir können auch an einem Fitnessstudio oder einem Fitnesskurs teilnehmen, um motiviert zu bleiben. Definitiv. Es ist wichtig, auf unsere Gesundheit zu achten, und wir können damit beginnen, kleine Änderungen an unserem Lebensstil vorzunehmen. Ich stimme zu. Lassen Sie uns ab heute einen Plan erstellen, um gesünder zu essen und aktiver zu sein. Klingt gut für mich, John. Ich bin bereit, die Kontrolle über meine Gesundheit zu übernehmen. Dialog 7. Kundenservice zum Hotelbuchungsservice. Willkommen, alle zusammen. Heute sind wir hier, um über unseren Hotelbuchungsservice zu sprechen und darüber,
wie wir außergewöhnlichen Kundenservice bieten. Unser Ziel ist es, unseren Kunden ein reibungsloses und stressfreies Erlebnis bei der Buchung ihrer Hotelunterkünfte zu bieten. Das ist richtig. Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, eine benutzerfreundliche Website und eine Mobile-App anzubieten, auf der Kunden ganz einfach Hotels suchen und vergleichen können. Und wenn Kunden Fragen oder Bedenken haben, steht ihnen rund um die Uhr ein engagiertes Kundenservice-Team zur Verfügung. Unser Kundenservice-Team besteht aus sachkundigen und freundlichen Mitarbeitern, die geschult sind, um jedem Kunden persönliche Unterstützung zu bieten. Wir wissen, dass die Bedürfnisse jedes Kunden einzigartig sind, und wir bemühen uns, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, um diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und wenn ein Kunde Probleme mit seiner Buchung hat, haben wir eine problemlose Stornierungs- und Rückerstattungsrichtlinie, um sicherzustellen, dass er zufrieden ist. Darüber hinaus bieten wir wettbewerbsfähige Preise und exklusive Angebote, damit Kunden bei ihren Hotelbuchungen Geld sparen können. Wir schätzen das Feedback unserer Kunden und nehmen es ernst. Wir nutzen Kundenfeedback, um unseren Service kontinuierlich zu verbessern und sicherzustellen, dass wir die Erwartungen unserer Kunden erfüllen. Bei unserem Hotelbuchungsservice sind wir bestrebt, einen außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten und das Reiseerlebnis unserer Kunden so angenehm wie möglich zu gestalten. Vielen Dank, dass Sie unseren Service in Betracht gezogen haben, und wir hoffen, die Gelegenheit zu haben, Ihnen in Zukunft zu dienen. Dialog 8: Abschlussfotos aufnehmen. Das ist so ein surrealer Moment. Ich kann nicht glauben, dass ich gerade meinen Abschluss mache. Ich weiß, oder? Es fühlt sich an, als wären wir erst gestern Studienanfänger gewesen und haben versucht, uns auf dem Campus zurechtzufinden. Und jetzt, hier sind wir, kurz davor, das nächste Kapitel unseres Lebens zu beginnen. Es ist aufregend und ein bisschen gruselig zugleich. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass du großartige Dinge tun wirst, Anna. Danke, John. Und ich bin dankbar, dich als Freund und Unterstützungssystem zu haben. Hier auch, Anna. Und wo wir gerade von Unterstützung sprechen, ihre Familie muss so stolz auf sie sein. Das sind sie. Und ich bin so froh, dass sie es hierher geschafft haben, um mit mir zu feiern. Und deine Freunde auch. Sie sehen so glücklich und aufgeregt aus, hier bei dir zu sein. Ich bin so glücklich, so tolle Freunde zu haben. Sie haben mich durch dick und dünn begleitet, und ohne sie hätte ich es nicht geschafft. Und jetzt machen wir noch ein paar Fotos, um diesen besonderen Moment festzuhalten. Klingt gut für mich. Lass uns ein paar dumme Posen und Gruppenfotos machen. Und wie wäre es, wenn wir auch eine ernsthafte Pose machen, um mit ihren akademischen Leistungen zu prahlen? Das ist eine gute Idee. Und vielleicht können wir auch ein paar Fotos mit dem Unimaskottchen machen. Ja, machen wir es. Und vergiss nicht zu lächeln, Anna. Dies ist dein Moment, um zu glänzen. Das werde ich, John. Und ich bin so dankbar, dass du hier bist, um diese Erinnerungen mit mir festzuhalten. Dialog 9: Hast du irgendwelche Lerntipps? Diese Prüfung wird schwierig sein. Hast du irgendwelche Lerntipps? Eine Sache, die mir hilft, ist, meine Notizen jeden Tag zu überprüfen, anstatt am Abend zuvor zu stopfen. Das ist eine gute Idee. Und was ist mit dem Auswendiglernen? Es gibt so viele Begriffe und Konzepte, an die man sich erinnern muss. Ich versuche, Karteikarten und Tests zu verwenden, um mich selbst zu testen.
Es ist eine aktivere Art zu lernen und hilft mir, mich besser zu erinnern. Das ist ein guter Tipp. Und was ist mit dem Verständnis des Materials? Manchmal habe ich das Gefühl, nur auswendig zu lernen, ohne es wirklich zu verstehen. Ich weiß, was du meinst. Ich versuche, mir selbst oder jemand anderem die Konzepte zu erklären, als würde ich sie unterrichten. Es hilft mir, es besser zu verstehen und die Informationen zu behalten. Das ist eine großartige Idee. Und was ist mit Zeitmanagement? Wie stellen Sie sicher, dass Sie den gesamten Stoff vor der Prüfung abdecken? Ich erstelle gerne einen Lernplan und teile das Material in kleinere Teile auf. Es hilft mir, auf dem richtigen Weg zu bleiben und mich nicht überfordert zu fühlen. Das ist klug. Und was ist mit dem Tag der Prüfung? Irgendwelche Tipps, um ruhig und konzentriert zu bleiben? Ich versuche gut zu schlafen und gesund zu frühstücken. Und während der Prüfung achte ich darauf, die Anweisungen sorgfältig zu lesen und meine Zeit mit Bedacht einzuteilen. Das sind tolle Tipps. Danke, John. Ich fühle mich jetzt selbstbewusster. Kein Problem, Anna. Und denk dran, wir machen das zusammen. Geben wir unser Bestes und bestehen wir diese Prüfung. Einverstanden. Zeigen wir dieser Prüfung, wer der Boss ist. Dialog 10, Dekoration für die Weihnachtsfeier. Ich kann unsere Weihnachtsfeier kaum erwarten. Wir müssen sicherstellen, dass unser Zuhause festlich und einladend aussieht. Ich stimme zu. Wie wäre es, wenn wir damit beginnen, ein paar Weihnachtslichter und Dekorationen aufzustellen? Ja, und wir können auch einen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer aufstellen. Tolle Idee. Und wir können auch Misteln und andere Dekorationen rund um das Haus aufhängen. Und was ist mit dem Esstisch? Wir sollten sicherstellen, dass es für unsere Gäste besonders aussieht. Definitiv. Wie wäre es, wenn wir eine weihnachtliche Tischdecke und festliches Geschirr aufstellen? Das ist eine großartige Idee. Und wir können auch einige Tafelaufsätze wie Kerzen oder Weihnachtsschmuck hinzufügen. Und wir sollten auch die Beleuchtung und Musik berücksichtigen. Sorgen wir dafür, dass die Atmosphäre warm und gemütlich ist. Ja, wir können das Licht dimmen und im Hintergrund Weihnachtsmusik spielen. Und was ist mit den Speisen und Getränken? Wir sollten sicherstellen, dass wir genug für alle haben. Ich habe bereits eine Liste erstellt und angefangen, das Menü zu planen. Wir werden viele Weihnachtskekse und andere Leckereien sowie einige festliche Getränke haben. Du bist unglaublich, Anna. Ich bin so glücklich, dich als meinen Partner zu haben. Oh, danke, John. Ich habe auch Glück, dich zu haben. Und gemeinsam sorgen wir dafür, dass unsere Weihnachtsfeier unvergesslich wird.